Guten Tag, ich bin Miriam Weber, ich bin Restauratorin im Zentrum Paul Klee in Bern. Ich zeige Ihnen heute mal eine spezielle Technik von Paul Klee, nämlich die Spritztechnik. Ich habe diese Schatulle aus dem Depot geholt, welche Paul Klee mit Spritztechnik beschriftet hat. Und ein paar weitere Utensilien. Deren Nutzen ist vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick klar, aber wir werden später sehen, was es damit auf sich hat. Paul Klee hat sehr viel experimentiert und neue Techniken ausprobiert oder er hat bereits bestehende Techniken auf eine neue Art angewendet. Bei diesem Werk hat Paul Klee in den Œuvre-Katalog geschrieben, Aquarellfarbe gespritzt auf weißes Japan. Das heißt, die Farbe wurde nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern gespritzt. Wahrscheinlich mit genau diesem Spritzröhrchen. Sozusagen der Vorläufer des heutigen Airbrush. Diese Technik war an und für sich nicht neu. Es gab bereits im 19. Jahrhundert feine Spritzpistolen für die Fotoretusche. Paul Klee war aber einer der ersten, der dies in der Kunst angewendet hat. Das Werk Luftstation von 1926 ist auch so entstanden. Die schwarzen Linien sind mit Tusche und Feder gezeichnet, die feine Farbstruktur ist darüber gespritzt. Ich habe mir auch so ein Röhrchen besorgt, die gibt es heute noch zu kaufen. Aber in Klees Schatulle sind ja vor allem Bürsten. Die Bürste nimmt die Farbe auf und gibt sie wieder ab, wenn ich über das Sieb streiche. Das ist auf dem Werk gut erkennbar. Aber es gibt auch noch scharfe Formen. Diese entstehen, wenn ich Partien teilweise mit Schablonen abdecke. Und ich lasse mich überraschen, wie das fertige Werk ausschaut. In Paul Klees Ateliernachlass befinden sich zahlreiche Objekte, die er zum Abdecken beim Spritzen verwendet hat. Dieses Objekt hier kommt mir zum Beispiel ziemlich bekannt vor. Es ist ein Sternchenfadenkarton, der wahrscheinlich etwas abgenutzt ist, aber mit so einem hat Paul Klee diese Stelle mit Sicherheit abgedeckt. Und wie ist diese Stelle entstanden? Wahrscheinlich einfach mit einem Gummiband. Sie sehen, diese Technik lässt sich ganz einfach zu Hause umsetzen. Sie brauchen nur einen Farbkasten, Siebe, Bürsten und Schablonen zum Abdecken. Aber nicht die von Paul Klee, die bewahren wir weiterhin sorgfältig auf.